Und Gas. Echt sehr geschmeidig. Einmal Gänge durchladen, zack. Ja, servus beieinander. Ja, es sind mal wieder Kawasaki Probefahrten bei Hademoto in Ecmerting bei München. Da sind sehr oft Probefahrten, also könnt ruhig mal vorbeischauen. Wird immer im Internet angegeben, wann die sind. Ja, kann man wunderbar und easy Probefahrten machen. Ja, und ich bin jetzt hier mit der Kawasaki Z900 RS unterwegs, ein Retro-Bike. Viele Daten habe ich jetzt leider nicht zur Verfügung für euch. Könnt ihr selber nachschauen. Heute ist ein schöner Tag. Es ist warm. Die Rennradfahrer fahren wieder mitten in der Straße herum. Wie immer. Und ja, schauen wir mal, was das Bike so kann. So auf den ersten Blick fühlt es sich sehr wendig an, sehr leicht. Man sitzt recht bequem drauf, aufrecht. Kniewinkel ist nicht zu eng, passt eigentlich. Sitzbank ist bequem, schön weich, ja. Der Motor fühlt sich bisher auch sehr geschmeidig an. Und auch vom Klang sehr angenehm. So, dann schauen wir mal. Also ich finde es echt ein schickes Bike. Dann schauen wir mal, wie sie sich so fährt. Also wie gesagt, fühlt sich echt sehr wendig an. Machen wir vielleicht mal einen Bremsentest. Wunderbar. Wir sind heute mit dem Ahoi-Browser unterwegs. Er testet auch mal. Einmal Gänge durchladen, zack. Wunderbar. Ja, so echt. Die Vierzylindermotoren von Kawasaki sind echt sehr geschmeidig. Die ziehen schön durch. Kann man nichts sagen. Noch einmal. Ja, auch Gefühl. Also die Bremse ist echt schön knackig. Guter Druckpunkt. Schauen wir mal, ob wir hier auch im 6. Gang durch die 30er-Zone fahren können. Ja, wunderbar. Läuft echt geschmeidig der Motor. Ja, ein Quickshifter wäre natürlich noch schön. Den haben wir hier leider nicht. Weil manchmal ist es doch schon praktisch, wenn man einfach die Gänge schön reinhauen kann. Ja, also der Sound ist echt schön angenehm, nicht zu laut, wollert ein kleines bisschen. Ja, zieht wunderbar durch. Für so ein Retro-Bike, einfach für die Landstraße echt vollkommen ausreichend. Und liegt eigentlich auch sehr schön in den Kurven. Lässt sich echt sehr präzise in die Kurven einlenken, wirklich. Muss man sagen. So, ja, wie gesagt, Lenkeinschlag ist auch gut. Kann man wunderbar wenden. Hier wieder ein paar langgezogene Kurven. Einfach so üblich Landstraße. Macht echt Spaß. Weil man sitzt echt bequem drauf. Vermittelt ein gutes Gefühl. Und jetzt der Sound. Herrlich. Guck mal, am Ende blubbert es auch noch so ein bisschen nach. Ja, schön im Standgas dahin rollen. Das macht der Motor mit.
Ja, probieren wir am Ortsende gleich mal ein bisschen Durchzug. Aus der 30er Zone heraus. Und Gas. Echt sehr geschmeidig. Von Beginn an kaum Ruckeln da. Ach, ansonsten Fahrwerk merkt man. Ist bei Gullideckeln, ja. Ist nicht zu hart, es passt also. Schluckt also ein bisschen was weg. Ach, an so einem schönen Tag, ich glaube heute hat es fast 30 Grad dann, da muss ich unbedingt noch an den See fahren. Aber nicht mit dem Motorrad, sondern mit dem Radl. Weil man will sich ja auch mal sportlich betätigen. Echt, muss man schon sagen, Kawasaki baut sehr geschmeidige Motoren. Ja, schauen wir uns das schöne Ding doch mal von außen an. An unserem üblichen Spot. Tut das Not? Eine echte Ferrari. Schauen wir uns das schöne Ding noch mal von außen an. Ja, schaut eigentlich ganz schön schick aus. Hier die Felgen sind lackiert, aber auch schönes Alu zu sehen. Ist ja nochmal Klarlack drüber wahrscheinlich. Und sonst, ja, schöne Edelstahlkrümmer. Was ist denn heute los hier? Sind Autos unterwegs, M2 Ferrari, ich glaube ein C63 AMG war das oder so. Naja, schauen wir weiter. Ja, natürlich ein paar Chromakzente, LED-Scheinwerfer, heute doch Standard. Auch der Tacho natürlich in Chrom eingefasst. Und sonst, ja, schöne auf Retro gemachte Sitzbank. Ein schön leicht glänzender metallener Lack. Ja, schön einfach, schick. Wunderbar. Und hier die schöne Z900 RS. Genau, hier der Tankring, auch mit leichten Riefen drin. Ist eigentlich auch ein schönes Akzent. Gut, der Deckel wirkt dann doch eher wieder sehr puristisch gestylt. Ansonsten das Cockpit natürlich analoge Anzeigen, aber trotzdem auch digital für Ganganzeige, Tank, Wassertemperatur und so weiter. Kann man sicher einiges einstellen. Ja, Traktionskontrolle, glaube ich, kann man einstellen. Genau. Und sonst haben wir eigentlich nicht viel mehr, aber das passt schon. Hier der Halter vom Kotflügel erinnert mich so ein bisschen an die BMW R9Ts. Die haben auch so ein schönes massives Aluteil. Ah ne, ist bloß eine Plastikverkleidung. Ah, interessant. Ich glaube, bei den R9Ts ist es wirklich Alu und hier ist es nur eine Plastikverkleidung. Nur Kunststoff. Gut, also die irrt. Aber schaut genauso aus. Dann machen wir doch mal eine kleine Soundprobe. Habe ich ja vorhin schon gesagt, dass der Sound sehr gut ist. Leerlauf wäre nicht schlecht. Zack. Ich habe ja gesagt, der klingt echt gut. Nicht übertrieben laut, aber schön dumpf, geschmeidig. Motor läuft ja echt super. Sehr gut. Gefällt mir. Dem Heubrauser gefällt es auch. Dann fahren wir wieder weiter. Ja, Wheelies sind auch möglich. Der Sound ist echt geschmeidig. Herrlich.
Yeah, da gibt es einen Daumen hoch, wenn man sich an die Geschwindigkeit hält. Sehr geil.